knappe Ressourcen, unterbrochene Lieferketten, das treibt die Elektronikindustrie um. Und das Ergebnis, was man dann hat, ist Obsoleszenz, also wenn Bauteile knapp werden. Wie man damit umgeht und wie man sich auch dagegen wappnet, darüber möchte ich jetzt sprechen, hier mit einer großen Runde an Expertinnen und Experten. Freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Fangen wir mal an mit der Vorstellung. Stefanie Kölbel, Vorstandsmitglied der COGD, der Component Obsolescence Group Deutschland. Genau. Und Director TQ Embedded, Head of Obsolescence Management und Component Engineering. Herzlich willkommen. Ich bin immer froh, wenn ich den Titel durchgebracht habe, so einigermaßen fehlerfrei. Herzlich willkommen. Danke. Dann Holger Krumme, Geschäftsführer von HTV Alter Technology. Frank Mellera, Leitung Lifecycle Management und Seminare bei der Firma Eichler. Und Johannes Benjamin Schmidt, Head of Sales bei BTV Technologies. Ja, schön, dass Sie da sind, dass wir über das Thema Obsoleszenz sprechen. Ich würde gerne so ein bisschen mit einer grundlegenden Frage einsteigen. Obsoleszenzmanagement ist ja quasi auch schon irgendwie eine eigene Fachdisziplin. Könnten Sie, vielleicht fangen wir mal mit Ihnen an, Frau Kölbel, wenn Sie schon so die Group unter sich haben, kurz erklären, was das Thema umfasst, Obsoleszenzmanagement. Also letztendlich ist das Ziel von Obsoleszenzmanagement, um wirklich diese permanent sinkenden Verfügbarkeiten und Lebensdauern von Komponenten zu überbrücken und letztendlich die Auswirkungen von Obsoleszenz so gering wie möglich zu halten. Also die Kosten zu optimieren und trotz Komponenten Lebensdauern von irgendwo nur 6 Monaten bis 5 Jahren mit kompletten Baugruppen Lebensdauern bis zu 50 Jahre, wie zum Beispiel in der Luftfahrt oder in der Railway, trotzdem zu verbinden und damit diese Gap zwischen Komponenten und Applikationslebensdauer zu überbrücken. Das ist letztendlich die Aufgabe von Obsolescence Management. Okay. Wie akut ist das Thema im Moment bei den Unternehmen? Extrem akut. Also letztendlich, man sieht es ja permanent, die Hersteller richten sich immer mehr an den Lebensdauern von den dominierenden Endkundenmärkten aus und es ist einfach die Konsumerindustrie, alles was in Richtung Server, Data Management geht, da sind die hohen Stückzahlen dahinter. Das sind letztendlich aber alles Produkte, die relativ kurz im Markt sind, weil sich die Anforderungen recht schnell ändern, weil immer wieder was Neues auf den Markt kommt. Da reden wir von Applikationslebensdauern von 2 bis 5 Jahren. In der Industrie sind wir da natürlich komplett anders und da ist auch der Fokus von Obsolescence Management und auch von der COGD drauf, wirklich langlebige Produkte wie die Medizintechnik, wie Robotik, wie Luft- und Raumfahrt. Was für Folgen hat es dann konkret für die Unternehmen? Also klar, Produktionsausfälle, aber hat das noch viel weitreichendere Folgen dann letztendlich? Sie nicken alle? Ja, also grundsätzlich Kostenzukäufe, die man kurzfristig machen muss, in der Regel deutlich mehr Geld. Problematik im Markt ist sicherlich auch, die sind dann qualitativ manchmal auch aus Quellen kommen, die vielleicht nicht hundertprozentig zu dem Auditergebnis passen. Von daher ist das schon immer eine Problematik, die mit dem einhergeht. Und es ist halt teilweise dass man sich um die Vergangenheit kümmert, dass man sich um Produkte kümmert, die man mal erstellt hat. Von daher werden auch Ressourcen in den Unternehmen verwendet, um sich für diesen Prozess einzusetzen und vielleicht weniger innovativ zu sein, was einfach dann nicht in Kosten bewertet werden kann teilweise, aber in mangelnden Ressourcen für die Zukunft. Ja. Okay. Wir hatten es im Vorgespräch besprochen. Herr Krumme, Ihr Unternehmen ist auch eins, das Unternehmen dann dabei unterstützt bei diesem Thema. Können Sie kurz darlegen, wie? Also natürlich die Frage, wenn man Bauteile beschafft, wie wir es gerade gehört haben, auf dem Markt, wenn sie schon abgekündigt sind, ist es zum Teil ja schwierig. Also man hat so eine, schwere Verfügbarkeit der Bauteile, dann muss man wenn man auf dem freien Markt Teile beschafft, auch die Originalität prüfen und das können wir sehr gut. Wir haben entsprechendes Equipment, man muss dann also einen gut ausgestatteten Maschinenpark haben, Ultraschall, Mikroskopie, Röntgen, Schliffbilder und so weiter und dann kann man die Bauteile auch öffnen chemisch und schaut dann, ob die original sind. Das ist das eine. Und zum anderen ist es natürlich wichtig, generell so eine Situation vorzubeugen. Das heißt, man beschafft rechtzeitig die Teile, sobald Teile abgekündigt sind. Man kriegt die Benachrichtigung vom Hersteller und dann schaut man, dass man halt
den Bedarf, den man noch sieht für die nächsten Jahre, Jahrzehnte vielleicht bei diesen Kunden, die hochwertige, langlebige Produkte herstellen. Die beschaffen dann den Bedarf für die nächsten 10 Jahre oder 20 Jahre. Und dann muss es auch so gelagert werden, dass mit den Teilen nichts passiert. Und dann ist es halt wichtig, genau das richtige Verfahren zu haben, dass das auch abdeckt. Also nicht nur Stickstofflagerung, sondern man braucht mehr, denn Alterung ist nicht Oxidation alleine, sondern auch Alterung durch Diffusionsprozesse, Schadstoffe, die auf das Bauteil einwirken und so weiter. Und dann kann man auch dem Kunden das so, sein Szenario, was er vielleicht hatte. Also wir haben Kunden, die sind so abhängig von einem Produkt, das zertifiziert ist. Da ist ein Chip drin, ein Prozessor, den gab's nur, so mal vor 10 Jahren war der End of Life. Und die liegen bei uns und das ist deren Hauptprodukt. Ja, wenn das Ding jetzt nicht mehr verfügbar wäre oder nicht mehr verarbeitbar oder nicht mehr funktionieren würde, dann wäre das für die das K.O.-Kriterium. Ja, also das ist für manche Unternehmen sehr sensibel. Okay. Herr Mellera, wie hat die Firma Eichler mit dem Thema Obsoleszenz zu tun? Ich sag mal, bei uns ist es im Grunde genommen ja so, dass wir halt eben nicht auf die einzelnen kleinen Bauteile kommen, wie dieses Unternehmen von dem Herrn Krumme, sondern wir sind ja diejenigen, die in den Produktionsbetrieben hineinkommen und sehen, wo die Problematiken liegen. Und ich sage, im Grunde genommen muss man auch erstmal proaktiv die Sache erkennen. Ich muss was tun. Was ist Obsoleszenz, die Frage? Ja, die einige dann immer noch sagen, wie? Das gibt es. Ich habe doch meine Instandhaltung. Die kriegt doch immer alles geregelt. Aber man muss ja erkennen, ich muss was tun. Wenn ich auch, ich sag mal, die Lebensdauer meiner Anlage, meiner Maschine im Grunde genommen länger laufen lassen möchte, muss ich irgendwo Maßnahmen ergreifen. Aber woher bekomme ich die Informationen? Darum muss ich mich kümmern. Ich kann erst was in die Wege leiten, wenn ich wirklich weiß, was ist obsolet, was muss ich tun. Wie viel Bauteile brauche ich eigentlich noch bis zum Lebensende? Das sind ja alles Dinge, die ich ja nur in Erfahrung bringen kann, wenn ich mich mit dem beschäftigt habe und weiß, wie viel Produkte, wie viel Einheiten ich in der Zukunft brauche. Und dann muss ich da proaktiv dran gehen und mich drum kümmern. Und da gibt es aktuell immer noch schon genug Möglichkeiten vorzusorgen. Auf die Lösung würde ich gleich noch zu sprechen kommen, aber ich finde es interessant, wenn Sie sagen, dass man, also so als wenn das Thema erstmal hört, dann denkt man, ja, das ist doch mal was, worum sich Unternehmen eigentlich schon immer kümmern müssen. Das ist ja irgendwie was Elementares. Aber finde ich jetzt interessant zu hören, dass das gar nicht oftmals so auf dem Schirm ist der Unternehmen. Es ist auf dem Schirm. Aber wenn wir unsere wirtschaftliche Lage jetzt angucken, in der wir uns befassen, wird es eher an die Seite geschoben. Ja, wir haben im Moment diese Kapazitäten, die finanziellen Mittel, wir müssen uns um andere Dinge kümmern. Und das ist das Fatale. Das wird also immer auch so, ich sag mal, wenn der Instandhalter, wenn der zu seinem Chef kommt und sagt, ich habe ein Problem. Ja. Sagt er, ja, du kriegst es ja immer geregelt. Also es ist so, wie wir mit unseren kleinen Kindern oder wie wir früher waren, wenn Mama und Papa was gesagt haben, da hört man nicht drauf. Es muss immer von außen kommen. Das ist halt eben auch unsere Aufgabe, draußen es bekannt zu machen, auf die Leute zuzugehen. Und das machen wir von Eichler auch mit unseren Seminaren. Dass wir aufrütteln, dass wir aber auch schauen, dass wir die Controller, dass wir die Geldgeber davon überzeugen, dass es sehr, sehr wichtig ist. Und man kann auch ja, ich sag mal, es hört sich immer blöd an, aber auch mit weniger Geld oder monetären Einsatz diese Dinge, ich sag mal, vorbereiten und vorbeugend in kleinen Schritten vorangehen. Ist es dann eher so, dass es oftmals halt nicht strategisch angegangen wird? Gibt's denn Unternehmen, die auch eine dezidierte Stelle haben für das Obsoleszenzmanagement oder wo ist es dann in der Regel aufgehängt? Also es ist heute bei ganz vielen Unternehmen noch so, dass es im Einkauf mit angesiedelt ist, weil früher hat man gesagt, das ist so klassischerweise die Stelle, die am nächsten am Lieferanten und Hersteller sitzt und als erstes die Information kriegt. Wir sagen aber, wir haben es auch bei TQ so gemacht, wir haben es wirklich als eigene Zentralabteilung etabliert, weil letztendlich die Stelle muss unabhängig sein. Es ist irgendwo ein Teil Einkauf mit dabei, es ist aber genauso die Kommunikation mit der Entwicklung ganz, ganz wichtig, mit dem Produktmanagement, weil letztendlich in der Entwicklung definiert man 70% der zukünftigen Produktlebenszyklus-Kosten. Das heißt, wenn in der Phase einfach nicht sauber alle Prozesse angewendet werden, die richtigen Komponenten ausgewählt werden, dann rächt sich das im weiteren Lebenszyklus. Und von dem her ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass auch die Geschäftsführung mitzieht, dass letztendlich dieses interdisziplinäre Thema wirklich mit den anderen Bereichen und Kollegen auch vernetzt ist. Okay. Das heißt, derjenige, der da in der Mitte sitzt, der muss sich die Daten und die Informationen aus den verschiedenen Abteilungen zusammen
suchen. Ne? Also es sollte eigentlich schon so sein, dass die Informationen automatisch alle im Obsolescence Management zusammenlaufen, dass es beispielsweise ein zentrales EOL-PCN-Postfach gibt und das Obsolescence Management dann die Informationen an die Kollegen weitergibt und im Unternehmen dann verbreitet. So soll es eigentlich der richtige Weg sein. Okay. Und wie, ich meine, Sie haben da vielleicht mit der COGD so ein bisschen vielleicht einen Überblick. Wie ist es bei den meisten Unternehmen? Haben die auch das so strategisch aufgehängt, wie Sie es jetzt bei der TQ Group beschrieben haben? Also ich glaube, ungefähr 50% haben es entweder noch in der Entwicklung oder im Einkauf mit angesiedelt und 50% haben es wirklich auch schon als eigene Zentralabteilung etabliert. Okay. Also da gibt es definitiv noch Aufklärungsarbeit und Luft nach oben. Optimierungsbedarf. Ja, okay. Herr Schmidt, wie ist es bei den Unternehmen, mit denen Sie zu tun haben? Wie sieht es bei denen so aus? Es ist grundsätzlich verschieden, das kann ich an der Stelle sagen. Es gibt, sage ich mal, diese One-Man-Groups, wo das im Einkauf angesiedelt ist. Es gibt die Firmen, die das systematisiert haben. Fakt ist nur, dass dieser Bedarf zunehmen wird, einfach auch durch Regulatorik. Der wird zunehmen, weil wir einfach die Situation haben, das hat Herr Krumme gerade gesagt, Komponenten in den Bauteilen sind meistens eher abgekündigt als die Bauteile selbst. Der Markt, gerade die EU, geht da auch in den nächsten Jahren die Forderung, dass die Haltbarkeit von den Endapplikationen noch länger werden soll. Das erhöht im Prinzip den Widerspruch. Und von daher ist es schon so, dass es einfach zwingend erforderlich ist und aus meiner Sicht durch den Druck, der dann extern dazukommt, dass sich die Unternehmen mehr damit beschäftigen. Und durch die Lebensdauer der Artikel, muss man einfach sagen, ist der Trend, den es gibt. Die Abkündigungen, das waren 2023 knapp 300.000, von denen fairerweise 100.000 relativ überraschend abgekündigt wurden. Von daher gibt es einfach große Beispiele daran, dass man sich damit beschäftigen muss, weil bei den 100.000, die es dann waren, ist dann halt ein Redesign die Folge. Wir haben über Kosten gerade schon gesprochen. Von daher muss es einfach ein genereller Ansatz sein, das eher strategisch anzusetzen als reaktiv auf die Situation, die eintritt. Und Regulatorik spielt insofern rein, dass sich bestimmte Produkte oder aus bestimmten Ursprungs- oder Herkunftsländern dann nicht mehr einsetzen darf und deswegen so eine Obsolescence entsteht? Das ist möglich. Also ja. Geopolitische Faktoren sind ein Treiber dessen. Das haben wir jetzt gerade in der Nexperia-Situation alle erlebt, aber die war sicherlich vor 3 Monaten nicht vorhersehbar. Ja, okay. Aber es gibt andere Elemente, dass einfach der Bedarf an Halbleitern immer noch nicht das deckt, was an Anfrage im Markt da ist. Das ist durch künstliche Intelligenz gewachsen. Von daher gibt es viele Aspekte, die in diesen Trend reinspielen und demnach einfach auch die Notwendigkeit erhöhen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mhm. Wir hatten gestern schon einen Talk mit einer ähnlichen Ausrichtung und da war auch das Thema Regulatorik ganz heiß diskutiertes. Ne? Also wie sehen Sie das aus Ihrer Sicht? Ja, es ist natürlich ein Thema, das treibt uns alle voran. Also sei es REACH, wo es wirklich alle 6 Monate wieder neue Verbotsstoffe gibt, was halt dann wirklich über Nacht zur Abkündigung von einzelnen Komponenten führen kann. Und es wird einfach immer mehr. Also anstatt, dass man wirklich sagt, man konzentriert sich mal auf die Kernbereiche, die uns wirklich als Unternehmen und als Wirtschaft nach vorn bringen würden, kommt halt immer noch was on top, was uns das Leben, egal in welchem Bereich von Obsoleszenz wir aktiv sind, immer schwieriger macht. Okay, Herr Krumme, Sie nicken ganz eifrig. Ja, man hört ja auch das Thema PFAS oder sowas. Also irgendwo, wir haben ja in der Elektronikindustrie viele Stoffe, ein Konglomerat von den verschiedensten Stoffen. Wir brauchen diese Funktionalität ja dieser Stoffe und man muss schon ganz schöne Klimmzüge machen, um dann aus dieser Nummer rauszukommen und Alternativen zu finden. Und natürlich treibt das dann die Obsoleszenz, weil die Bauteile sind es ja dann, wäre das ja auch eine Änderung, wenn ich am Bauteil was ändern muss aufgrund der Regulatorik, haben wir schon wieder ein neues Bauteil, das vielleicht in einer sicherheitstechnischen Applikation so nicht eingesetzt werden darf, dann muss es wieder neu qualifiziert werden, neu zertifiziert werden oder halt entsprechend vorgehalten, gelagert werden, ja. Aber das sind natürlich extreme Kosten, die dann wieder auf den Kunden wieder zukommen, egal ob man es jetzt neu zertifiziert, neu freigibt oder auch eine Lagerung macht. Das ist für den deutschen, europäischen Markt zum Teil fatal, ja. Okay. Gut, dann haben wir die Probleme geklärt. Lassen Sie uns dann vielleicht mal über die Lösungen sprechen. Also, wie kann man sich gegen das Thema Obsoleszenz wappnen? Da kommen Sie wahrscheinlich aus unterschiedlichen Richtungen, mit einer unterschiedlichen Perspektive. Würde mich interessieren, wenn da vielleicht jeder so seine Richtung irgendwie oder seine Lösungsmöglichkeiten irgendwie darstellt. Wer möchte beginnen? Herr Krumme, ja. Generell ist ja
Obsoleszenz an sich am besten zu vermeiden. Ja, das ist also erstmal das Ziel, das strategisch so zu lösen in der Company, dass gar keine Obsoleszenz auftritt. Das fängt natürlich dann in der Entwicklung, so wie die Frau Körbel das schon gesagt hat, letztendlich an. Oder auch hier, es ist so, dass man in der Entwicklung direkt schon sehen muss, dass man Alternativen hat. Vielleicht 2 Bestückungsvarianten auf der Leiterplatte, 2 freigegebene Bauteile, vielleicht auch direkt schon die Entwickler dahin bringt, dass sie gar nicht bestimmte ältere Varianten eindesignen dürfen. Das ist die Strategie. Also möglichst gar keine Obsoleszenz hervorrufen. Strategisch daran gehen. Natürlich proaktiv, auch ein wichtiger Punkt. Schon wenn ich weiß, es könnte was kommen, da ist ein Bauteil, da habe ich eine Vorhersage dafür, es könnte in den nächsten 1-2 Jahren obsolet werden, dann muss ich rechtzeitig die Schritte machen. Das will man ja. Dass man dann mit Anstand in so eine Obsoleszenz reingeht und nicht lieferfähig ist oder sein gesamte Produktportfolio umstellen muss. Das wäre der zweite Weg. Und dann reaktiv wäre eigentlich das, was man nicht will. Das ist nämlich, wenn heute eine Abkündigung reinkommt und ich habe gar keine Chance mehr, weil der war eigentlich der Last Time Buy war es gestern und dann habe ich ein echtes Problem. Also ich denke mal, alle Fälle treten auf. Letztendlich hat alles seine Berechtigung, wie ich damit umgehe, weil es wird reaktiv sein. In vielen Fällen kann man proaktiv sein und optimalerweise geht man da strategisch ran. Ja. Okay. Wer möchte von Ihnen dann? Ja, wenn ich das jetzt so, ich sag mal, von so einem Produktionsbetreiber aus der Sicht sehe, ich kann immer nur sagen, eine Obsoleszenz kann ich ihm eigentlich gar nicht vermeiden, so wie der Stand jetzt ist. Ich kann eigentlich immer nur versuchen, die Obsoleszenz zu steuern. Also das dazu Reaktive gibt es, dann, ja. Dazu gibt es halt Maßnahmen, also wie gesagt, also was der Krumme sagt, proaktiv oder halt strategisch vorangehen. So, ich muss es aber halt eben nur erkennen und dann sagen, okay, ich stelle mich dem und schaue, welche Lösungen habe ich. Kann ich irgendwas lagern? Lange lagern? Welche Möglichkeiten habe ich? Kann ich was lange durch Reparaturen, durch eine Versorgungsstrategie, dass ich mir im Grunde genommen im Last Time Buy, das haben wir ja heute auch gehört, ja, ich kaufe mir die Dinge, lege mir so viele Dinge auf Lager und anschließend verschrotte ich sie, weil ich gar nicht gebraucht habe. Das heißt also, mit einer Risikoanalyse, ich muss mein Risiko im Grunde genommen analysieren und im Grunde genommen dann die Maßnahme und die Lösung für die Anlage individuell mehr erstellen, raussuchen und eventuell auch auf Partner zurückgreifen. Ich muss auf Software-Tools zurückgreifen, ja, um die ganze Massenflut, die an Abkündigungen kommen, irgendwie zu bewältigen. Ja, kommt sie im Word-Format, kommt sie im PDN-Format, kommt sie per E-Mail oder wie auch immer, wie kommt sie rein? Wie verarbeite ich das Ganze? Die Frau Körbel hat es gerade gesagt, ich muss irgendeinen Punkt haben. Heißt es Obsoleszenz, wie auch immer, wo alles reinkommt, weiter verteilt wird, bloß verarbeitet wird. Und was mache ich dann? Wie gehe ich vor? Wie lange muss meine Anlage noch laufen? 5 Jahre, Lebenszyklusverlängerung auf 30 Jahre. Also es wird ja immer länger, dass die Anlagen laufen. Und da muss ich mir halt Gedanken machen, wenn so eine, ich sag mal, so eine Baugruppe, so eine Einheit in die Obsoleszenz fällt, End of Production, ich muss da schon vorher schon drüber nachdenken. Ja, und der strategische Ansatz, wenn ich eine Anlage konzipiere, müsste ich eigentlich schon mit Obsoleszenz beginnen, um dann genau gewappnet zu sein, was passiert. Ja. Es ist in der Anschaffung teurer, die Anlage zu kaufen, ganz klar. Aber es wird sich im Laufe der Jahre des Lebenszyklus der Anlage zigmal amortisieren. Und das muss man mal so einem Einkäufer meistens auch dann darlegen, dass er davon auch überzeugt ist. Okay. Schmidt, möchtest du was ergänzen? Genau, also im Prinzip finde ich es wichtig, dass man einfach von diesem Feuerwehrverfahren, also erst zu agieren, wenn was passiert, wegkommt und einfach eine langfristige Strategie fährt. Und das ist im Prinzip sicherlich Themen, und da sind wir wieder, da muss das ganze Unternehmen eingebunden sein. Sicherheitsbestände sind nun mal auch immer noch ein Faktor, wo es hilft, welche zu haben, um einfach länger produzieren zu können. Das haben wir in Corona auch erlebt. Schwierigkeiten hatten alle. Der Markt war aber so gepolt in der Zulieferindustrie. Ich möchte nicht der Erste sein, warum bei meinem OEM das Lager steht. Von daher sind halt auch einfach logistische Konzepte können sicherlich aufgebaut werden, um das Ganze nicht zu eliminieren. Das ist unmöglich, aber zumindest zu überbrücken. Und das andere ist halt, und da sind wir auch aktiv, Komponenten, wenn es dann passiert, über ein Last Time Buy vorzuhalten. Und da gibt es dann verschiedene Verfahren, in denen man das kann.
Wir hatten jetzt beispielsweise auch einen Kunden, der sich damit beschäftigt hat, eine komplette Baugruppe einzulagern über den Produktlebenszyklus, um dann einfach bei sich selber nochmal die gesamte Baugruppe zu fertigen, aber teilweise auch die Ressourcen zu nutzen, die dadurch frei geworden sind, um damit eine neue Produktionslinie aufzubauen. Von daher, es gibt verschiedene Elemente, die möglich sind, aber wichtig ist halt, proaktiv mit dem Thema umzugehen und nicht erst zu reagieren, wenn die Situation eintritt. Wenn Sie sagen, Bestände auffüllen, ich meine, aber es gibt dann auch, kann auch tatsächlich so Situationen kommen, wo man zu einer, wie sagt man so schön, Überlagerung irgendwie quasi kommt, ne? Ja, das kann passieren. Das ist natürlich auch immer so ein es liegt dann beim Einkauf unserer Kunden, das muss man fairerweise sagen, die Situation bestmöglich einzuschätzen. Bestmöglich ist jetzt immer die Definition, was heißt das? Aber der Imageverlust, das kann man ja auch sagen, wenn ich irgendwann keine Bauteile mehr liefern kann und ich habe aber eine Ersatzteilverfügbarkeit mich verschrien oder ich habe die in meinen CSRs und ich kann aber in 10 Jahren nicht mehr liefern, muss man halt bewerten, was bedeutet eigentlich dieser Image-Schaden in Geld oder im Vergleich zu meinem Wettbewerb. Von daher ist vielleicht das ein oder andere Bauteil, was dann länger liegt, vielleicht auch gar nicht so relevant. Okay. Vielleicht wird das ja auch von irgendjemandem noch gebraucht. Also wenn man jetzt so einen Xperia-Chip irgendwo liegen hätte und der Kunde hätte zu viele davon, dann wäre es natürlich so ein Schatz, den man dann zu heben hätte dann, ne? Okay. Die Unternehmen gibt's ja. Sie hatten Software-Tools angesprochen oder das als Stichwort genannt. Wie können digitale Lösungen, eine Digitalisierung bei diesem ganzen Thema irgendwo unterstützen? Also welche Plattformen oder Tools, die bei dem Thema zum Einsatz kommen können? Also es gibt ganz unterschiedliche, als Startpunkt nimmt man eigentlich die klassischen Lebenszyklus-Tools, wie ein Silicon Expert, wie Accuris, wie Z2Data. Das sind letztendlich große Datenbanken mit 1 bis 2 Milliarden elektronische und elektromechanische Komponenten, die dann wirklich die ganzen Daten zusammentragen, wo man dann als Nutzer relativ schnell auch einen Überblick hat, wie viele Alternativen gibt es auf dem Markt, wie viele Lieferanten gibt es, wie war die Preisentwicklung über die letzten Jahre, um wirklich aus diesen ganzen Daten dann für sich auch eine Risikokennzahl pro Komponente ableiten zu können. Dass man dann im Unternehmen sagen kann, das sind meine kritischen Teile in der Stückliste und die überwache ich dann vielleicht nochmal zusätzlich, um hier einfach eine gewisse Sicherheit mit zu etablieren. Also das sind, glaube ich, immer so die ersten Punkte, die man mit integriert. Da gibt es aber natürlich auch die Lösungen, dass man sich im Unternehmen Gedanken macht, wie kriege ich aus meinem eigenen ERP-System eigentlich ein ähnliches Alert-System raus. Letztendlich, jeder von uns hat die Preisentwicklung, die Lieferzeitenentwicklung im System mit hinterlegt. Das heißt, auch auf die kann man zurückgreifen und mit KI dann entsprechende Triggerpunkte setzen, dass man dann Maßnahmen startet. Okay. Oder eben auch die Möglichkeit nutzt, dass man per KI die ganzen EOL- und PCN-Datenblätter, wie es der Herr Melera vorher gesagt hat, die in allen möglichen Formaten und Auflistungen auf uns zukommen. Teilweise sind das 1500 Seiten, die dann als JPEG formatiert sind, was sie natürlich super verarbeiten lässt in jedem Unternehmen. Aber durch KI lässt sie das wieder auslesbar gestalten und solche Tools zu entwickeln. Ich glaube, da ist gerade ganz, ganz viel Fokus drauf. Okay. Ja. Ja, aber wenn ich dann noch einen Schritt weiter gehen kann, was nutzen mir dann die ganzen Daten, die ich von Silicon Expert bekomme, wenn ich eine Anlage betreibe und meine Einheiten, wie lange kann ich sie betreiben? Ja? Wen habe ich als Partner? Wer kann mir helfen? Wie lange wird so eine Einheit, wenn sie kaputt ist, repariert? Wer garantiert mir dies? Da muss ich auch einen passenden Partner haben, der dann auch weiß, okay, ich kann meine Anlage noch 10 Jahre weiter betreiben, weil er repariert mir die Bauteile. Vielleicht kann ich sie sogar bei ihm einlagern, wo dann regelmäßig refreshed wird. Und ich im Grunde genommen dann auch eine Ressourcenschonung habe, weil ich ja die Baugruppen repariere und im Kreislauf halte. Das ist Nachhaltigkeit. Und nicht immer neu, sondern wir sprechen in der heutigen Zeit über Nachhaltigkeit und Umwelt. Und das kann man natürlich erreichen, wenn ich die Anlagen länger betreibe. Habe Partner, die mir helfen, das zu erreichen mit entsprechend, ich sag mal, Lagerung der Bauteile, der Baugruppen, mit Partnern, die die Geräte auch reparieren können, prüfen können und weiter im Grunde genommen im Umlauf halten können. Aber auch da kommt es dann schon wieder auf die Entwicklungsphase an, weil Design for Repairability ist inzwischen auch nicht mehr Standard. Oft ist dann die Bauform so extrem klein ausgewählt von einzelnen Komponenten, dass die sich gar nicht mehr austauschen lassen. Und manchmal liegt es dann an der Mini-Bauform mit 0,01 Cent Wert, dass man komplette Baugruppen oder Applikationen wegschmeißen müsste. Und das muss natürlich in der Entwicklungsphase auch mit betrachtet werden, dass entsprechend so designt wird, dass wirklich auch diese Reparierbarkeit gegeben ist. Aber wäre der, also
Sie liefern hier gerade super Stichworte, weil genau dieses Thema Kreislaufwirtschaft fand ich auch da in dem Zusammenhang eigentlich auch ganz spannend. Also ich würde mir so als Laie vorstellen, das ist doch eigentlich gut, wenn man dieses Thema Kreislaufwirtschaft weiter vorantreibt. Dann ist man vielleicht nicht mehr so abhängig von Zulieferern aus fragwürdigen Regionen, sondern man kann dann eben Bauteile oder Materialien, wie auch immer, nutzen, die ja schon mal verwendet wurden. Ist sowas, was Sie nicken jetzt gerade, da auch bei dem Thema schon auch langfristig helfen kann? Ich hätte da sogar ein schönes Beispiel, ganz aktuell. Gerne, ja. Wir sind ja Testhaus, testen elektronische Bauteile vom Wafer bis zum fertigen Bauteil. Wir haben Lieferanten für diese Testsysteme und bei denen haben wir natürlich, wir sind jetzt schon seit 20 Jahren oder 30 Jahren der Kunde und haben wir natürlich Wartungsverträge und wenn bei uns eine Baugruppe in eine Messkarte kaputt geht, dann wird die eingeschickt. Wir kriegen die repariert zurück. So, das ist also das, was man so ständig macht, das machen wir schon und deswegen können unsere Testsysteme deswegen auch Jahrzehnte halten. Die sind natürlich auch sehr viel wert. Und was zusätzlich ist, die haben ja ihre eigenen entwickelten Chips da drauf und was wir dann zusätzlich tun, um als Ersatzteile oder auch für die Serie, werden dann diese Chips dann auch noch, werden dann bei uns zum Glück gelagert, aber das ist auch dann ein Weg, sag ich mal, die Baugruppen, die langjährig schon im Einsatz sind, reparierbar zu halten. Ja. Thema Kreislaufwirtschaft. Also das funktioniert schon. Okay. Also sehen Sie da auch, Sie haben gesagt, es gibt ja da durchaus auch dann Hürden bei der ganzen Sache, aber so perspektivisch dadurch auch eine Möglichkeit, vielleicht ein Thema so ein bisschen auch auf die Weise zu lösen? Ja, sagen wir mal so, also wirklich die klassische Wiederverwendung, dass man sagt, man hat aber alte Baugruppe, die braucht man immer, man lötet einzelne Komponenten runter, gibt die ins Testhaus, lasst sie eventuell reballen und verwendet sie dann wieder. Ja, das geht, ist letztendlich aber immer irgendwo die letzte Ebene, die letzte Line of Defense, würde ich jetzt mal sagen, wenn alle anderen Stricke gerissen sind. Weil letztendlich ist es schon immer ein gewisses Risiko. Man weiß nie, welche Vorschäden hat das Bauteil jetzt wirklich, wie lang funktioniert es dann im Feld noch. Also ja, es funktioniert in einigen Fällen, sollte aber wirklich mit Bedacht eingesetzt werden. Okay. Ich würde gerne noch auf einen Punkt noch mal kurz zurückkommen bei dem Thema Digital oder Digitalisierung. Sie haben gesagt, haben ja auch gesprochen über die Formate, in denen dann die Informationen vorliegen, ist man oftmals ein Problem. Okay, könnte man mit KI eventuell lösen. Ja. Aber ist es dann so, dass das letztendlich ja auch darum geht, eine entsprechende Datenstruktur in den Unternehmen aufzubauen, dass man auch die Daten, die ja man nun mal aus unterschiedlichen Abteilungen braucht, auch wirklich verwerten kann? Also ist das so quasi, wo man sagen muss, da müssen da die eine oder andere Firma noch ihre Hausaufgaben machen? Ich würde sagen, ja. Also es gibt immer noch Firmen, die da relativ am Anfang stehen, die vielleicht in Excel-Listen die Informationen tracken und jetzt nicht in einem zentralen ERP-System. Und das ist dann natürlich, je nachdem wie viele Komponenten es sind, schon irgendwo schwierig. Aber letztendlich, man muss an die Wurzel vom Problem. Und wir von der COGD, wir sind seit einigen Jahren schon dabei, mit Smart PCN wirklich ein Datenformat zu definieren, wo ganz klare Felder vorgegeben sind, wo auch die Übermittlung als XML definiert ist. Und wir arbeiten inzwischen auch mit unterschiedlichen Verbänden wie im ZVI dran, dass das wirklich auch global zum Einsatz kommt, dass es für die ganzen Kunden, für die OEM deutlich einfacher wird, die Themen zu verarbeiten und wirklich digitalisiert einlesen können. Da ist ein langer Weg dahinter. Man braucht letztendlich Supporter, man braucht eigentlich die ersten Semiconductor-Hersteller, die die Daten dann wirklich in dem Format liefern. Und gemeinsam mit anderen Verbänden sind wir da jetzt eben dran, dass man das standardisiert, dass es dann auch als DIN-Norm vorgegeben ist und dass wir dann so einfach deutlich mehr Entlastung für den Endnutzer schaffen können. Okay, also Standards sind auch bei dem Thema gefragt. Ja, definitiv. Okay. Mich würde noch eine Sache interessieren, weil es ja auch von interdisziplinärem Vorgehen jetzt auch immer die Rede war. Das klingt dann so schön, es gibt da so ein zentrales Obsolescence Management und das holt sich so die Daten. Das eine ist dann das Technische, das andere ist auch, ist das was, wo man das ist auch so ein bisschen so eine Art, ja, wie Herrschaftswissen gibt, also dass man das aus den Abteilungen immer wieder auch, da immer derjenige ist, der das dann rausziehen muss, ist es da auch manchmal, wo man sagt, okay, da muss auch manchmal von oben herab vielleicht organisatorisch das auch geregelt werden, dass so diese Abteilungen auch wirklich zusammenarbeiten bei dem Thema?
Ich würde sagen, ja. Ja. Also wir würden es uns, glaube ich, alle anders wünschen, dass die Kommunikation unternehmensweit immer offen und voll funktionsfähig ist. Ich glaube aber, die Realität ist an ganz vielen Stellen anders. Aber genau das ist das. Wir haben gestern schon drüber gesprochen zum Thema Supply Chain Resilience. Letztendlich Data is King. Also wir müssen untereinander alle Daten teilen. Wenn eine Abteilung beispielsweise erfährt, wie es mit DDR4 war, sobald die Information rauskommt, Achtung, da wird eine Technologie langfristig aus dem Markt verschwinden, dann muss das letztendlich in allen Abteilungen, die damit arbeiten, Einfluss finden, weil letztendlich das sichert uns und allen unseren Kunden die langfristige Verfügbarkeit. Und wieso sollte man jetzt nur auf veraltete Technologien setzen, wo man weiß, die sind in den nächsten Jahren weg oder die Preise explodieren. Und von dem her, das ist definitiv eine Aufgabe, die, glaube ich, fast alle Unternehmen noch vor sich haben, die Kommunikationsketten deutlich effizienter und effektiver zu gestalten. Okay. Ist das auch eine Erfahrung, die Sie bei den Unternehmen, mit denen Sie zusammenarbeiten, machen, dass da die Kommunikation manchmal noch verbesserungsbedürftig ist? Wir registrieren durchaus, dass dieses ganze Thema durchaus manchmal durch Einzelkämpfer durchgeführt wird. Und wie gesagt, wir hatten es gerade, Lagerflächen kosten Geld. Wir haben aber durchaus die Situation mal, die Alternative dazu ist ja ein Redesign zu machen. Wenn man das dann miteinander vergleicht, kann aber die Lagerkosten deutlich kleiner sein, beispielsweise im Vergleich. Dann geht es nur darum, wie kann ich über eine gewisse Lagerdauer die Funktionalität bewahren. Fakt ist, es sind verschiedenste Abteilungen in die Entscheidungsprozesse mit einzubinden, weil es halt über den CFO Geld kostet, weil Shareholder vielleicht eine andere Erwartungshaltung haben. Ich denke, das war zu Corona-Zeiten, jetzt als Beispiel, war es halt so, es war vorher Just-in-Sequence, Just-in-Time-Lieferung. Zu Corona hieß es, das soll es nie wieder geben. Das fand ich damals sehr sinnvoll. 2 Jahre nach Corona hörte ich dann aber wieder Stimmen, die Lagerbestände sind zu hoch und wir müssen das wieder reduzieren. Von daher brauchst du einfach für mich eine Unternehmensstrategie, die nicht so abhängig ist von irgendwelchen kurzfristigen Entscheidungen, sondern einfach eine langfristige Strategie. Und da sind einfach viele Personen einzubinden, sodass es nicht nur noch bei der Entwicklung oder nicht nur noch beim Einkauf behaftet werden sein darf und kann, aus meiner Sicht. Haben Sie, wenn man jetzt eine Prognose wagt für die nächsten, weiß ich nicht, 1, 2, 3 Jahre, glauben Sie, dass sich da hingehend irgendwas deutlich ändern wird? Ich würde das erwarten, weil es einfach, wir hatten das gerade schon mal, die Regulatorik, es wird bald dieses Right to Repair in der EU geben. Das heißt, unabhängig jeglicher Industrie müssen Artikel, Komponenten reparierbar oder ersetzbar sein. Und alleine dieser Vorgang ist halt, weil wir uns in Industrien bewegen, wo das auditiert sein muss, bedeutet, diese Bauteile müssen verfügbar sein, um dieses Konzept durchzuführen. Und von daher erwarte ich, dass es mehr Druck gibt und grundsätzlich dadurch dann auch eine Veränderung in den Unternehmen als auch im Markt. Ich würde die Runde jetzt gerne weitermachen mit so einer kurzen Prognose vielleicht für die nächsten 2, 3 Jahre. Also ich kann mich dem zwar nur anschließen, Ja. Also hoffen tue ich's, Ja. aber ich glaube nicht, dass es in den nächsten 2, 3 Jahren sich großartig ändert. Ja, es wird in kleinen Schritten gehen, aber die Hoffnung besteht ja, dass wir es gemeinsam schaffen, weiter voranzutreiben, dass die, ich sag mal, Unternehmen ein bisschen mehr im Grunde genommen in diese Richtung tendieren und im Grunde genommen auch mehr, ja, ich sag mal, darauf achten, dass die Obsoleszenz im Grunde genommen irgendwo in den Griff kommt und digitale Tools können nur helfen. Und Frau Köbel hat gesagt, im Grunde genommen halt eben mit der Kommunikation im Unternehmen, wenn ich ein ordentliches digitales Tool habe, kann ich auch meine Informationen direkt über dieses Tool mit Alarmmeldungen. Ne? Das ist vielleicht dann auch schon mal ein Fortschritt, obwohl eine Kommunikation natürlich immer besser ist. Frau Köbel, wie ist Ihre Einschätzung? Also ich glaube auch, dass KI definitiv der Gamechanger im Bereich Obsolescence Management sein wird, dass es das Thema definitiv nach vorn bringen wird, aber ich glaube auch, es ist ein Thema, das uns immer begleiten wird. Also wir werden es nie final lösen, weil wir letztendlich diese Abhängigkeit haben, aber das ist auch das Schöne an dem Bereich, weil es verändert sich immer wieder, es richtet sich immer wieder neu aus und das macht den Job einfach sehr, sehr spannend. Das ist schön. Herr Krumme, Sie dürfen, ist fies, wenn wir als Letzter drankommen, dann ist schon so viel gesagt worden, ne? Aber trotzdem gerne nochmal Ihre Prognose. Ja, vielleicht, ich blicke jetzt mal auf 25 Jahre zurück, die wir das jetzt mitmachen. Da gab es die COG wahrscheinlich noch nicht. Wir haben das ja schon begleitet, Thema Langzeitkonservierung, Langzeitlagerung, schon seit so lange von Kunden getrieben. Und
Ich glaube, wir sind auf einem super Weg. Es gibt dann seit fast 20 Jahren die COGD. Und es gibt viele, die sich damit beschäftigen. Wir sind jetzt in der COGD über 200 jetzt schon. Ich weiß nicht. 173 mit Also fast ja. 200. Also es sind viele, viele Unternehmen, die sich damit beschäftigen. Und das müssen wir auch. Wir sind hier in Europa, in Deutschland, eine Industrie, die genau halt diese Obsoleszenzmanagement braucht, weil wir haben innovative Dinge, wir haben langlebige Produkte, wir sind keine Spielzeughersteller, sondern wir brauchen eine gescheite Strategie, mit Obsoleszenz umzugehen. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und es zeigt ja auch die Erfolgsstory von COGD, dass das auch hoffentlich so weitergeht. Wir sind auf einem guten Weg, damit gehe ich hier raus aus der Diskussion, das ist ein schönes Fazit. Dann bedanke ich mich für die spannende Diskussion. Also der Umgang mit Obsoleszenz braucht Strategie, braucht proaktives Handeln und, oh Wunder, auch KI kann in dem Bereich der Gamechanger sein. Und mit dem Fazit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen.